Okay. Hello, Una Power from Ireland, Mayor of Dunleary, Rathown, County Council. Is this right? County Council. Yeah. That is right. We are Okay. part of Dublin, but we are our own county. Und wie viele Einwohner repräsentierst du? How many inhabitants do you represent? Let me get this correct. Also über 200.000. Okay. Ja, das ist ziemlich ähnlich wie mein Landkreis auch, wo ich lebe, im der County of Lörrach, der sich direkt an der Schweizer und französischen Grenze befindet. Und eigentlich ist die Hauptstadt eine Schweizer Stadt, Basel nämlich, weil Basel kennt jeder, aber Lörrach und so kennen nicht sehr viele Menschen. In Irland wahrscheinlich auch kaum. Aber Dublin kennen wir natürlich hier. Ja. Aber Dunleary Rathown auch nicht wirklich. Also insofern treffen sich hier die etwa zwei Countys, die sich auch mal unterhalten wollen über verschiedene Sachen. Wir haben heute uns geeinigt, dass wir über einerseits die Corona-Situation, aber auch über die Energiewende, über die Klimawende, wie wir die erreichen wollen in Irland und in Baden-Württemberg, aber auch die Frage des Brexits, wie der sich auf Irland auswirkt, ist für uns wichtig, weil Baden-Württemberg auch dann wichtige Beziehungen nach den Vereinigten Königreichen hat. Und was für uns auch, denke ich, alle in dieser Situation wichtig ist, wie sich der gesellschaftliche Zusammenhalt, die Solidarität unter den Menschen darstellt, unter diesen Bedingungen der Einschränkungen häufig, aber manchmal bringt ja auch Verlangsamung des Lebens auch Möglichkeiten. So bin ich interessiert zu hören als erstes erstmal, wie es dir geht auch. Wir kennen uns ja aus dem Ausschuss der Regionen in Brüssel, wo wir beide der Grünen Fraktion angehören und dort seit einem Jahr wirklich eine spannende Arbeit machen, weil wir als Gruppe zu vielen, vielen Stellungnahmen aus den Regionen beitragen und unsere grünen Ideen mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz, aber auch Solidarität mit Flüchtlingen viel beigetragen haben, damit wir der Europäischen Kommission sagen, dass wir da sind im Ausschuss der Regionen und dass es eine andere Legislatur jetzt gibt, wo viel mehr grüne Elemente sichtbar werden. Ja, also nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich, von dir zu hören. Wie geht die Situation bei euch, was Covid-19 betrifft? Also im Moment ist es sehr gefährlich in Irland. So our cases, I'm going to cross back over into English here because my COVID German is not great, but our cases have gone up massively since before Christmas. And currently we're at level 5, which is our strongest level. We can't travel further than 5 kilometers. We are not to work in offices, as you can see right now. Bin ich in meiner Küche, so Okay. no office work for me. So it's quite scary and it's quite difficult because obviously we can't reopen things like schools, and I believe you have a similar situation in Germany with discussion over whether schools should open or not. And this was quite a worrying thing. Now schools aren't opening, but there is a push to open schools for children with special needs. As they, you know, for them, it's not so much case that if they miss a day, they're missing a lot more than a day. They can't just catch up. There might be some regression. So that's very worrying. And it's difficult at the moment, and hopefully we'll find some sort of way to deal with it.
outside of that, I mean, obviously there's been an impact on businesses. There's been a lot of money come in, particularly European money come in for protecting businesses and helping businesses through this time. There's been a big focus on, smaller businesses and locality. And actually, a silver lining, I suppose, of COVID, if you can say there's anything good about COVID, is that in Ireland it has led to a little bit more focus on the local and on villages and on towns. So I don't know if that's similar in Germany. Have people kind of reconnected with their locality rather than large traveling and commuters? Yeah, this is the primary schools are also closed at the moment. Closed. Everything closed. Yeah. Okay. Ja, und wie lernen die Kinder dann in Irland jetzt? Durch Zoom. Oder? Okay. Ja, also gibt es Schwierigkeiten mit Internet Access und mit Computer Access. So Internet in Irland ist ein bisschen schlecht auf dem Land. Here in the city, it's okay, but it's not quite well dispersed. Okay, aber also die meisten Kinder oder alle Kinder haben die Möglichkeit für Internetzugang zu Hause. Ja. Okay. Ja. Und ich glaube, dass I believe that some students have received computers or tablets to help, because obviously not every household, there are economic differences, which be a problem. Ja, ich habe gerade heute von unserer Stadt gelesen, in Lörrach, die größte Stadt mit 50.000 Einwohnern, dass sie viele Tablets bestellt hat, und man hat sich auf iPads konzentriert, aber es sind bisher nur ein Viertel oder so gekommen, weil alle wollen jetzt iPads und die Produktion ist wohl schwierig. Also es gibt da viele Hürden zu überwinden. There are many obstacles to cross over, and so haben wir halt sehr verschiedene Situationen, auch bei uns auf dem Land, wo noch nicht überall ein gutes Internet vorhanden ist, ein schnelles Internet. Also bei uns sind aber auch alle Schulen bis auf diese Klassen geschlossen, die dieses Jahr eine Prüfung haben. Die haben Unterricht über Computer und über Zoom oder andere Kanäle. Wie sieht denn die Situation? Also ich habe noch geschaut, wie die Inzidenz ist oder wie die Todesrate in Irland ist gerade, und das ist auf 1 Million Menschen kommen etwa ähnlich viele Todesfälle wie in Deutschland im Übrigen. Also das ist sehr ähnlich. In Irland sind das 545 im Augenblick und in Deutschland 588 Todesfälle auf 1 Million Einwohner. Also Irland scheint etwas besser noch zu sein, aber das mit den Zahlen ist immer auch schwierig, bis wann die Meldungen erfolgen und so weiter. Aber die Situation, die hat jetzt einen Lichtblick für das kommende Jahr, auch jetzt was die Impfungen betrifft. Gibt es denn in Irland auch schon Impfungen gegen Covid-19? Are there vaccines against vaccines? Yes. And did you already start with the vaccines? Yes. Yeah. Wir haben diese Januar beginnt. It was slow to start, but it's starting to pick up. I think we hope to have, I think it's over 2 million we hope to have vaccinated by summertime. And we have a priority list
of people, older people with underlying conditions, doctors, nurses, and it goes like that. And then I think I'm at the end of the list. So I think it'll be 2022 for me. Willst du sagen, warum? Do you tell us why? Because I'm 33 and I don't have any health problems, so I'm at the lower end of things. Oh. They're not so worried about me. Okay. How is it in Germany? Ja, wir haben eine Bundesimpfstrategie, eine nationale Strategie des Impfens, und dort gibt quasi die nationale Ebene vor, wie geimpft werden muss. Und es hat ein Gremium, die Ständige Impfkommission, ich weiß nicht, wie man das auf Englisch übersetzt, the Vaccination Commission or so, the National Commission, hat vorgegeben, wie das zu machen ist. Und es gibt 3 Gruppen, und in der ersten Gruppe, die jetzt geimpft werden, sind sogenannte vulnerable Gruppen, vulnerable groups, und Menschen, die älter als 80 Jahren sind, more than 80 years old. Das ist ähnlich wie Irland. Ja. Und natürlich die Leute, die in den Kliniken arbeiten, wie du von Irland auch beschrieben hast. Und es ist so, dass es allerdings sehr wenig Impfstoffe noch gibt. Also sehr wenig Impfdosen unterwegs sind. There's small vaccines still, so we are waiting for better conditions in the next weeks. Und das wird jetzt jede Woche wird praktisch versucht, das die Produktion hochzufahren bei den Firmen. BioNTech und Pfizer ist eine Firma, und Moderna ist der andere Stoff, die jetzt in die Produktion, nach der Bewilligung in die Produktion eingestiegen sind, und jetzt wird auch angefangen zu produzieren, und sobald die Impfstoffe da sind, wird an die Gruppen, die ich vorhin benannt habe, wird dann die Impfung vergeben. Wichtig ist vielleicht auch, dass es viele Ehrenamtliche gibt, die hier mitarbeiten. Also there are many volunteers who are helping there in the vaccination process, weil wir haben insgesamt über 50 Zentren in unserem Land mit 11 Millionen Einwohnern, die dann die Leute impfen, und das wird zum Teil vom Deutschen Roten Kreuz gemacht. Und zum Teil von Ärzten, die in Rente sind und wieder zurückgekommen sind, um zu helfen. Oder von Studenten oder von Freiwilligen, die sich bereit erklärt haben. I don't think we don't seem to. I don't think there's as much of a focus on using volunteers here in Ireland as it seems. As you said, that the Red Cross and other volunteers doesn't seem to be being employed here as much. I wouldn't know the reasons why for that, but at the moment we actually have problems because so much of our healthcare staff are sick themselves. So again, that's another challenge for increasing the administration of the vaccine, but hopefully as time goes by. Ja, okay. Dann hoffen wir, dass sie wieder gesund werden auch, und dann auch bald eine Impfung bekommen. Gibt es noch einen wichtigen Punkt für dich aus Sicht der Impfsituation zu sagen, oder der Situation über Corona in Irland? Wann glaubt ihr, wieder die Schulen öffnen zu können? Also unser Ministerium hofft, dass die Schule im Februar wieder öffnen, aber ich denke nicht. Vielleicht März.
but Okay. Es gibt zu viele Herausforderungen zwischen jetzt und Februar, ich denke. Mhm. Und Ähm, die, Ak es ist, hm? und die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Lockdowns und die Beschränkungen, wie Ja. akzeptieren die Menschen die Situation? Ja, die Mehrheit akzeptieren diese Situation und sie kennen, dass dieser Virus so gefährlich ist. Aber ich denke, dass viele Leute jetzt, oh, why can't I think of the word for tired? They're tired. Ja, ja. They're a little depressed. Ich denke, die erste Lockdown war okay. Die zweite Lockdown und jetzt Okay. die dritte Lockdown. So they're still abiding by a lot of the rules, but I think they're unhappy. I think as well, our government haven't been very good at communicating reasons why certain things are closed and certain things are open. And there's been a lot of back and forth on, when the schools were shut, they said they were going to open that week. Then they said they weren't going to open that week. Then they said parts of the school are going to open that week. So I think people are more angry and frustrated, but they accept the danger of the virus and they accept that we need to be safe. So, ja, das kann ich gut verstehen. Ja. Ja, Das ist bei uns ähnlich, ja, weil diese Schwierigkeit, nicht zu wissen, was übermorgen passiert, das hat eigentlich jeder und man müsste jetzt, ich weiß nicht, was Hellseher auf Englisch heißt, aber man müsste in die Zukunft schauen können, in eine Glaskugel, um zu wissen, was im Februar ist. Und da das niemand kann, ist das sehr schwierig. Auch wir haben regelmäßig auch bei uns in der grünen Fraktion die Möglichkeit, mit Wissenschaftlern zu reden, die Covid-19 untersuchen. Und auch da merkt man, dass es auch immer wieder neue Informationen gibt. Jetzt die Mutation, die neue, aber auch die Frage, wie verhalten sich die Ansteckungen bei Kindern, bei kleinen Kindern? Ja, gibt es sie verstärkt? Gibt es sie geschwächt? Es gibt verschiedene Studien. Die letzte jetzt aus Oxford, wo ich kenne, die sagt, die Virusübertragung bei Kindern kann durchaus erfolgen, aber sie erkranken häufig nicht so stark. Aber die Übertragung mit der Viruslast kann schon durchaus größer sein. Also es gibt dann auch widersprüchliche Angaben und dann auf dieser Basis Entscheidungen zu treffen, ist es sehr schwierig. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch in der Politik wahrhaftig zu sein und dann auch zuzugeben, dass man nicht in die Zukunft schauen kann, aber dass man das Beste macht, mit bestem Wissen und Gewissen, in dem Moment, wo man entscheiden muss, dass man da gerade stehen muss und auch Rückgrat beweisen muss. Yeah. Definitely, it's what you're saying there about the changing and the different studies. That's definitely something, I think particularly in an age of Twitter and Facebook, we're seeing all these different things. It gets very confusing. It can get very frustrating. And I think as well, the ability to see what other countries are doing can cause some anger if your own country isn't doing it. I tell by your smile that it may be the same for you. An issue here is we don't have mandatory oh my gosh, I can't even remember English now, but mandatory isolation for people flying in from other countries. And this has been a cause of conflict here in Ireland, that there should be some, proper tracing. And also because we share a border with Northern Ireland, with the UK. There's different people come into Dublin Airport to go on to Northern Ireland. So there's all sorts of difficulties there. And I think there's frustrations over that.
Ja, das ist eine schöne Überleitung auch zur Frage zum Brexit. Also die Situation zu Nordirland hat sich ja jetzt auch verändert wahrscheinlich, oder? Nach dem 1. Januar ist der Change now at the border, auch nicht nur was Corona betrifft, sondern auch insgesamt die Situation. Wie stellt sich das jetzt nach dem Brexit Yeah, dar? Müssen jetzt alle Leute ein Visum vorzeigen oder einen neuen yeah. Passport? I think at the moment it's hard to tell some of the issues because of COVID. Um, you know, given that we can't even travel 5 kilometers, traveling back and Okay. forth is difficult. You can get fined in Ireland if you travel more than 5 kilometers for reasons other than essentials. Okay. So I think we're yet to see some of those cross-border impacts. Now, obviously, free movement has been kept between Ireland and the UK, and which is very good because like viele irische Leute arbeiten in der UK und viele von der UK arbeiten in Irland und Mhm. wir teilen eine Grenze, also wir brauchen diese Freifahren. And fortunately, we still have that. And I think that's good. But we have seen some of the things like the travel from the UK through our ports, a slowdown of delivery. People now getting excise duties, which they wouldn't have gotten before, and that's a very shocking. Okay. Okay. I saw somebody say that they had changed all of their ordering websites from the UK to Germany, so that they could order everything from Germany and get it without the without the excise duties. So Okay. we felt some of Okay. those, but so far I think it's too soon to tell, I think, on some of the issues. Ja. Ich erinnere mich an eine Meldung von Johnson, der sagte im Dezember, die Briten sollen sich darauf einstellen, bis Ende März kein Gemüse mehr zu bekommen aus der EU und sie sollen also etwas anderes essen bis dahin. Ich weiß nicht, kommen jetzt alle Nordiren nach Irland, um Gemüse zu kaufen? Will they buy everything from Ireland for vegetables? I no, simply no, they Okay. won't. That is actually one of the big things that Brexit has exposed is the lack of food security in the UK and in Ireland to a lesser extent. We would get a lot of our vegetables from Spain, and many of those naturally would have traveled through UK as well. So Okay. there's been, and I think we've already seen that in the UK now, where the fishermen in the UK haven't been able to get rid of their fish. So they're able to fish all their fish, but they can't transport it back to Europe because of the new rules and tariffs. So I think it's been people. It has had an impact in trade immediately for the UK in particular. Okay, aber was ich tatsächlich jetzt so jetzt erfahren habe, ist, dass ihr in Irland nur 5 Kilometer euch von eurem Wohnort weg dürft. Ja. 5 Kilometer? 5 Kilometer. Boah, das ist sehr wenig. Ja, sehr wenig, particularly auf dem Land. Weil, gibt es keine Parken oder die ganzen Geschäfte, die Supermarket oder so, muss man ja auch erreichen. Ne? Also bei uns wird... Also man kann über 5 Kilometer fahren, wenn man zu Supermarkt gehen. Aber nicht für Sport oder nicht für Freunde zu treffen. Ja. Und arbeiten aber auch. Wenn jemand arbeiten geht, kann er auch weiter wie 5 Kilometer. Ja, aber die meisten arbeiten im Hause. So. Das ist sehr viel Homeoffice? Yes.
Ja, okay. Okay, Sehr das viel. heißt Und auch eigentlich, dass im öffentlichen Verkehr, dass die Busse und der Zug, die sind leer, oder? Oder die Straßen sind auch die sind leer? leer, oder ganz leer, fast leer. Ähm, die Busse und die Züge laufen noch, aber Mhm. niemand, Okay. niemand braucht. Ja, Äh, das hört sich etwas strenger an wie bei uns. Also bei uns merkt man den Unterschied, finde ich nicht. Wo man den Unterschied spürt, ist sehr stark bei den Geschäften. Also der Einzelhandel nennen wir das, die kleineren Geschäfte, die im Augenblick geschlossen haben müssen, weil nur die Lebensmittelgeschäfte Geschäfte aufhaben und Apotheken und so. Die sind schon sehr betroffen und die bekommen aber Hilfen von nationaler und Landesebene als Unterstützung. Aber das kann man auch nicht ewig machen. Deswegen ist es wichtig, dass bald wieder eine Situation da ist, wo die Geschäfte wieder öffnen können, weil die Inzidenzen geringer sind. Aber nochmal zurück zu Brexit. Also das heißt, die Briten essen jetzt mehr Fisch als Gemüse. it has more fish than vegetables. Ja, weil sie keine Gemüse mehr aus Spanien und aus äh, Frankreich, Yeah. Griechenland bekommen. Und also ich kann sagen, wir haben eine sehr starke Verbindung zu Großbritannien mit vielen, also im Bereich der Universitäten, aber auch im Bereich der Wirtschaft. Und ja, wir haben jetzt extra von unserem Land aus, wollen wir eine Repräsentanz in London einrichten, wie eine Art eigene Botschaft, was nicht üblich ist eigentlich, aber dass jemand vor Ort in Großbritannien ist, damit der Kontakt nicht abreißt. Ja. Also gerade für die wirtschaftlichen Beziehungen ist das wichtig, aber auch weil Erasmus Plus und Erasmus wegfällt, ist das auch nicht so einfach, denke ich jetzt für die ganzen Studentinnen und Studenten. Ja, also die irische Regierung würden für Erasmus-Studenten von Nordirland bezahlen. Mhm. So that's going to continue. That's very exciting. Okay. But yeah, the Erasmus students from Wales, Scotland, England, the Erasmus option is off the table now for them. Which Okay. I think is actually a great pity. I think that ability to travel and to study and to learn, it creates those brilliant like binds between us and ties and connections. And I think as well now, what's worrying as well is that there's not the mutual recognition of my gosh, why can't I think of that? Diplomas and so and Diplomas, yeah. yeah. So now that that's gone, that's going to be a big difficulty as well. Mm. These things, I think these are things people didn't think about when they thought about the EU and that educational infrastructure within the EU. I don't think that was understood as fully as perhaps other aspects, Ja. but Na I gut, suppose when you have ich habe auch in einer Rede in unserem Parlament habe ich auch schon gesagt, wir halten die gestreckte Hand aus für die Briten. Wenn sie wieder zurückkommen wollen, müssen wir darüber diskutieren und werden natürlich offen sein. Wir wollen auf jeden Fall bis zu diesem Rückbeitritt in die Europäische Union möchten wir unbedingt im Austausch bleiben, weil wir Großbritannien als starken Partner mit uns in Europa sehen wollen und nicht als eine ferne Insel. Ja, und von daher hoffe ich, dass wir da uns bald wieder zusammentreffen, weil viele Menschen vielleicht nach Johnson dann sagen werden, nein, wir wollen wieder zurück zur Europäischen Union. Ja, okay. Äh, siehst du das ähnlich? Also für dich wäre auch einfacher, wenn der Brexit nicht gewesen wäre für Irland.
Yes, it would be much simpler for it would be for everybody. Like there's a long-standing rivalry or between us and the UK. I say rivalry. There's long-standing, obviously there's a history between us, but we're also we're neighbors. Also ich gesagt, teilen wir eine Grenze, teilen wir eine Sprache, and it's. I would prefer to have them back and to have, I think it's been a big loss. I think it's a big loss to the European movement, but it's a big loss to us as a country as well. And I think even if we look at it from an environmental point of view, a lot of our environmental concerns are tied in very much with the UK in terms of biodiversity in our marine areas, biodiversity at our land borders, all of these kind of things. So it would be simpler for us to all be back on the same ship together. Ja, das glaube ich wäre für uns auch gut. Wir haben ja einen Nachbar, die Schweiz, südlich von uns direkt, die auch nicht EU-Mitglied ist, und haben aber die letzten Jahre eigentlich eine Entwicklung genommen, die uns immer näher zusammengeführt hat. Es gibt über 120 bilaterale Verträge zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Damit ist die Schweiz, hat viele, viele Dinge übernommen, die in der Europäischen Union auch gesetzt sind. Es gibt allerdings im Augenblick auch wieder Diskussionen um ein Rahmenabkommen, aber da hoffe ich, dass die EU mit der Schweiz eine Einigung finden wird. Ich meine, du hast die Fragen auch der Umwelt und des Klimaschutzes angesprochen. Die Briten, war das bei den Briten mehr ein Thema oder war das mehr in Irland mehr ein Thema? Wenn du jetzt mit Nordirland und Irland vergleichst, wie ist da der Klimaschutz im politischen Ranking? Ist es wichtiger in Irland oder wichtiger in Nordirland? Ich denke, dass es wichtiger in Irland ist. Ich denke. Also die Grüne Party in Irland ist in der Regierung. So obviously there's more of a focus on green themes as a result. Our program for government is more environmentally oriented. Gibt es eine Green Partei in Northern Ireland, aber sie sind kleiner als uns. Sie sind sehr, sehr gut, aber kleiner. Und es gibt andere Schwierigkeiten in Nordirland. Gibt es fractured politics. Wie sagt man? Also, kannst du das Wort nochmal wiederholen? Ich habe das nicht ganz verstanden. What kind of politics? Still got some fractured politics from remaining from the Troubles. So you still have a lot of alignment with the DUP, who'd be very conservative, very, they would not be environmental friends. Okay. But the way things are set up in Northern Ireland is much different to us here in the Republic, because they have their parliament set up for shared power. So the main parties would be Sinn Féin and the DUP, and then it goes down and goes down in terms of who has oversight. So they've got difficulties in that way, and I think the environmental question hasn't been as strong up there. It's growing, but it's not as strong as it was down here for last year's election. Okay. Ja, aber ihr seid in der Regierung in Irland.
meine Erfahrung war, als wir 2011, also es ist 10 Jahre her, die Regierung hier mit übernommen haben, zusammen mit den Sozialdemokraten, waren die Erwartungen sehr hoch, dass ab sofort, nachdem die Grünen an der Regierung sind, das ganze Land umgekrempelt wird, alles verändert wird und alles grün wird. Sind diese hohen Erwartungen auch zu spüren bei der irischen Grünen Fraktion? Yeah, there's definitely high hopes, and there's definitely a hope to get everything done at once. Yeah, at once. Good. Okay. Yeah. Is a way of putting it, which I'm going to be quite honest, worries me. I don't think environmental politics is something you can solve in 10 years. I think it lies across a number of different areas, and perhaps maybe the biggest concern right now is climate change, but there's also concerns with biodiversity, with resource management, with constantly growing competitive trade that's just detrimental to the environment. So I'm very wary about that kind of feeling that you can get everything done straight away. And I think, you know, und in einem Monat. Have to be managed. Ja, okay. Ja, also das ging uns auch sehr ähnlich, und viele, die sich nicht so in Politik auskennen, waren dann auch sehr enttäuscht, weil nicht alles in einer Legislaturperiode erledigt wurde. Bei uns wird es 5 Jahre eine Legislatur. Und wir haben aber zum Beispiel als eines der ersten Bundesländer 2013, also nach 2 Jahren, hatten wir schon ein eigenes Klimaschutzgesetz. Climate Protection Law, vielleicht würde das übersetzt sein, eines der ersten Bundesländer, die das gemacht haben. Und wir haben die erneuerbaren Energien an der Stromversorgung zum Beispiel verdoppelt, also zu 2010. Und wir haben die Windkraft verfünffacht. Aber wir haben uns damals selber das sehr hohe Ziele gesetzt und haben dann auch häufig erst hinterher gemerkt, dass es doch sehr viele Hindernisse gibt, die es zu überwinden gilt. Was zum Beispiel Windkraftanlagen betrifft, war es so, dass plötzlich jetzt ein Minister gesagt hat von der konservativen Partei, die mit in der Regierung ist, dass im Wald nur unter bestimmten Bedingungen Windräder gebaut werden dürfen. Und plötzlich waren überall schützenswerte Vögel gefunden worden, und so hat es alles gestoppt oder hat vieles gestoppt, und wir hoffen nun auch, dass wir in einer nächsten Regierung ab Mai dann in diesem Jahr, dass wir dann eine Situation haben mit einem Koalitionspartner, der da etwas mutiger auch dem Klimawandel entgegengehen möchte. Ja, also wie sieht es aus in Irland? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dort viel Photovoltaik oder Solar Energy, ist das ein Thema in Irland, oder weil es regnet doch in Irland nur? Yeah, oder scheint auch die Sonne in Irland? Yeah, die Sonne scheint. Okay. Sometimes. Every day? Every day 1 hour. Aber ja, es gibt viele Sonnenschein, und es gibt ein bisschen a little bit of rain, which is a good thing. Rain is a good thing for solar energy, which people don't realize because it helps keep everything clean. And actually, solar energy has been found to be good in Ireland. But what we've had is an issue with a few things. One of the things was people could only put a certain amount of solar panels on their houses because they weren't able to feed energy back into the national grid. So whereas with a house that might not make that big of a difference, if you had a building like a school building, it was only worth their while putting up a couple of panels. So now we've just started a process to bring in
selling back energy to the grid. So individuals will hopefully be able to sell back their energy, and that will hopefully encourage more people to take up solar energy. I think that's really important because we have so much space on our buildings that's underutilized, and instead of using up land space that is perhaps better for biodiversity reasons or better for good farming reasons, that we focus on that first of all. We have had issues, I think you were saying there, the issues with the wind turbines, and when people suddenly become very mindful of birds and other sort of things in order to stop them going ahead. We've had that in Ireland. There has been a lot of political sort of work against wind farms in local areas. And we're kind of hoping with maybe more of a community energy process and getting community buy-in and getting the communities to feel the benefit that those sort of shenanigans can be overcome. But of course, being safe about it, because we have had issues with poorly built farms here that have resulted in environmental degradation. So I think the focus now is to make sure that we get in all the right regulations and work with people in the right way and get that community understanding and buy-in. So it is difficult. Ja, ich bin sicher, wir hatten noch nie so viele Vogelschützer in unserer Welt wie gerade. Das ist einerseits gut. Ich hoffe, Sie bleiben auch dabei, die Vögel zu schützen, wenn die Motivation die Vögel sind und nicht die Windräder zu verhindern. Aber tatsächlich ist es so, dass wir aus meiner Sicht sehe ich, dass wir sehr viele Arbeitsplätze geschaffen haben. Wir haben in Deutschland in den letzten 10 Jahren mehrere 100.000 Arbeitsplätze bekommen für die erneuerbaren Energien im Bereich der Windkraft. Wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg eine Firma, die macht diese Kranen, wo sehr lange die Flügel hochtransportieren können an die Spitze von den Turbinen und so weiter, an die Spitze vom Mast. Und diese Kranen werden in Baden-Württemberg hergestellt, aber auch viele andere Dinge. Und es wird viel geforscht im Bereich der Antriebe, dass die Turbinen ohne Öl laufen können. Also die neuen brauchen kein Getriebeöl mehr. Das ist auch wieder gut für die Umwelt. Also wir möchten einfach eine Energieversorgung gestalten, die Arbeitsplätze bringt und regionale Wirtschaftskreisläufe schafft. Also wir möchten die Regionalität in den Vordergrund stellen, auch um dort zum Beispiel Bürgerwindräder zu machen. Das heißt, dass Leute, die in der Region wohnen, sich beteiligen können, finanziell bei der Investition, aber auch dann bei dem Gewinn auch dann beteiligt werden, sodass dann das Geld, das eingesetzt wird, in der Region bleibt zum Beispiel. Ja. Also das ist wichtig. Gibt es denn aus unserer Sicht, gibt es denn bei euch viele Atomkraftwerke noch? Nuclear power plants still? How many? No one? None? Oh. In Ireland, nuclear is the building of nuclear plants is verboten. So, okay. Das sollten wir von Irland lernen, ja. Nein. This is what happens when you work at home. People come into the kitchen looking for things. No, there were protests many years ago, I think back in the 70s and 80s, against proposed nuclear energy in Ireland. So under EU law, you can prohibit the building of infrastructure. So that was a big thing. Whereas if we get a energy interconnector between Ireland and mainland Europe, then we wouldn't be able to stop the importation of nuclear derived power. So
I think for us, a bigger worry, rather, I know that the nuclear power is, and the move away from it is a bigger thing in European states, obviously, in other European states, obviously. But for us, one of our big worries here is liquid natural gas, liquefied natural gas terminals. Ja. So Wie produziert, also wir unterscheiden zwischen grünem Wasserstoff und grauen oder schwarzen Wasserstoff. Der grüne Wasserstoff ist das, was übrig bleibt von erneuerbaren Energien. Es gibt aber auch renewable energies, is the green hydrogen. So I think it's the same power to gas process you mentioned. So, but es gibt auch Industrien oder es gibt auch Länder, die sagen, wir wollen aus Atomkraft das Power to Gas machen. Also dass aus Atomkraft dann Wasserstoff hergestellt wird. Und das finde ich nicht gut. Ja, ich finde es, also grüne Energie muss aus erneuerbaren Energien hergestellt sein und nicht aus Kohle und nicht aus Atomkraft. Ja. Aber du hast davon gesprochen, dass es nur reine erneuerbare Energien sind, die dieses Gas herstellen. Yes. So what we have in Ireland, some of our energy in Ireland would have been, first of all, derived from, I'm actually going to go back to another point because you spoke about the new jobs in Germany and that sort of spread across the region. And something that we need here in Ireland is that spread, because in our Midlands, they would have been peat cutting. So I don't know if you know peat, turf. It's okay, turf. Yeah. Okay. So I never know if other people know what turf is or if that's like a very Irish thing. But cutting turf and using that for energy, and there's been massive job losses as we move away from that. So focusing in on new renewable energies and retraining and reskilling people over to those services is a massive focus for us as part of a just transition. Because if we don't do that, we're going to leave a whole section of our interior country just without jobs and without focus. On the liquefied natural gas, there's been plans for terminals to be built in several coastal areas of Ireland to import fracked gas from the United States. So one of them has collapsed as a project just this week, which is great. But what I and others want is an actual ban on the building of the terminals, so that they're not, we feel that if they're put in place, then their use must be justified, or their existence must be justified by 10, 20, 30 years of use. And we shouldn't be looking to use that gas for 20, 30 years. We should be away from that. We should be with those renewable energies. So that would be one of our bigger worries here. Ja, das ist auch mit den Umweltschäden bei Fracking-Gas ist natürlich ganz stark. Und wir haben Versuche gehabt, auch in Baden-Württemberg von einer Firma, die in der Nähe des Bodensees, das ist ein großer See im Süden, wollten sie bohren. Und wir haben das aber auch zum Glück verhindern können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber das heißt, Irland ist angewiesen auf Import von Energie. Das geht, man hat nicht, Entschuldigung, in Irland wird nicht genügend elektrische Energie produziert mit Wind und Wasser. You have to import oil and gas. We have a gas pipeline between us and Scotland as well. Energy comes in via that means. Something that is a big issue here is just how viele Gebäude sind
nicht energieeffizient. Also sie brauchen Öl und Gas für Heizung und so weiter. And use a lot of heat through their windows and their walls. And we need a lot of retrofitting of our houses massively. I think we are the worst in Europe, in the EU, when it comes to energy efficiency in our buildings. So a big project needs to be rolled out on that, but we actually just need to train people in retrofitting. There's the demand to retrofit is here, and the amount of people able to do it is here. So we really need to up our skilled workforce. And again, it's a challenge, but it's also an opportunity for a good new source of work, you know. Ja gut, wir wollen die Energieversorgung preisgünstig gestalten und dass sie aber auch sicher und umweltfreundlich ist und möchten gleichzeitig auch die Wirtschaft und den Umweltschutz berücksichtigen. Ich denke, das wäre ein gutes Fundament für eine Zukunft, auch für Irland wahrscheinlich, aber für uns, für Baden-Württemberg ist das ganz wichtig, dass eben solche Dinge dann verhindert werden. Das ist eben wichtig für uns, ja. Die andere Frage, die jetzt auch da noch mit reinspielt, ist ja auch, was das Klima und Klimaschutz betrifft, wie der Verkehr, der öffentliche Verkehr gemacht wird. Im Augenblick ist Corona, ja, da scheinen nicht viele Menschen unterwegs zu sein, aber gibt es in Irland oder auch in deiner Stadt, gibt es dort einen Verkehr, der attraktiv und günstig ist? Also in Irland gibt es eine Autokultur und die Mehrheit fahren mit dem Auto und die meisten Autoreisen sind nur 2 Kilometer. So okay, yeah. People are only traveling about 2 kilometers via their car. Here, there's lots of congestion in my city. Lots of people driving. A lot of our buses in normal times would be oversubscribed. We've one train line in the city. Well, one with a little bit extra, and that would be full in the morning. We have 2 tram lines. They're full in the morning. Right now, what we're looking at is developing a proper plan for Dublin and all of the areas around it, because a lot of people travel into Dublin from the surrounding counties, obviously. So I think that's, you know, there's been a promise by the government to spend twice as much on public transport as they do on private roads. So I hope that's true, because it's super important. And I think we again, because, and I'm sure it's the same with Baden-Württemberg and it being a lot of rural areas, we have issues of people living in rural areas and able to travel from where they are. So that's another big issue, is making sure that we have that rural transportation. But I think here, one of the big things that we need is a movement towards walking and cycling transport. And Ireland, we're, you know, in the last 50 years, it's all become about cars. So moving back and making that space for people to cycle and walk. And we've done it here in my own area. We've done a lot of work in the last 8 months. Absolutely, we have been, we're like, is it Hidalgo in Paris? We're just throwing down lots of different cycle lanes around the place, and it's been brilliant. People are out there enjoying themselves, healthily getting to and from work. I've had people tell me they've sold, you know, people in my area would have had 2 cars. They've sold one of the cars. Some have actually sold their only car because they're like, we don't need it. We can cycle, we can walk. It's brilliant. So I think a big focus needs to be on that. And I think a big focus needs to be, I always think when we talk about transport solutions, we must also think about
solutions to get people living near where they work and making sure we've got a good regional spread so that we don't have everybody pouring into the one city, which was the case here in Dublin, and then pouring out. Rather have people live in their towns and villages. And in this digital age, it's a lot easier than it was. So I would hope for a move towards that. But I believe you would have some of the same issues, if not quite the same. Ja, wir haben zum Beispiel, was die Angebote für die Züge betrifft, haben wir seit 2000, also vor 10 Jahren, haben wir jetzt 1/3 mehr Züge wie vor 10 Jahren gemacht und haben den Standard auch hochgesetzt. Wenn jetzt heute ein Unternehmen einen Zug oder einen Bus fahren lassen möchte im Auftrag des Landes, dann muss Internetzugang sein im Bus oder im Zug. Und es muss barrierefrei sein, also es muss auch für handicapped People zugänglich sein. Und Fahrräder müssen auch mitgenommen werden können im Zug und wenn es geht auch im Bus. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Intermodalität von Verkehrsträgern, dass die in den Fokus genommen wird, damit von Carsharing, Zug, Auto, aber auch Fahrrad und Fußgänger, dass das zusammen gedacht wird. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Tarif für das Ticketing. Haben wir ein sogenanntes Baden-Württemberg-Ticket, wo man ein Ticket lösen kann für das ganze Land. Ja, und das ist einfach wichtig für Menschen, die auch nicht so häufig fahren, dass es einfache Zugänge gibt und einfache Möglichkeiten, Tickets zu kaufen. Das darf nicht zu kompliziert sein. Sonst setzt man sich wieder in das Auto und fährt dann die 2 Kilometer, die du beschreibst. Das ist tatsächlich bei uns ähnlich und es gibt halt viele Städte auch noch, die das Auto einladen, in die Stadt zu fahren, aber dabei steht man dann die meiste Zeit im Stau und hat keinen flüssigen Verkehr. Also deswegen, da haben wir viel gemacht. Wir haben auch eine Förderung für Lastenträger, für Lastenfahrräder. Wie sagt man dazu auf Englisch? Für Cargo Bikes. Oh yes, Ja, cargo bikes, yes. Cargo Bikes. Also es gab Zuschüsse vom Land. Wir haben jeder, der ein Cargo Bike gekauft hat, bekam einen Zuschuss dafür. Und wir haben sehr viel mehr Radwege gebaut oder haben Geld an die Landkreise gegeben, damit sie mehr Radwege bauen können. Damit auch die Fahrräder nicht auf der Straße mit den Autos gemeinsam fahren müssen, um auch Unfälle zu verhindern. Gibt es bei euch Züge eigentlich? Gibt es viele Zuglinien in Irland? No, not so many. As I said, in Dublin we have one train line. Okay. That sounds awful. We've one train in the city. We have a train from the city that goes out to other areas, but in general, we aren't all connected up by trains, which is a big issue, and people are pushing for a lot of those. Funny, this is funny. We had more train lines 100 years ago than we do now, so we moved away from that somehow. So there's a big push to get them back now. The minister in charge at the moment is Green, but I would have differing opinions to him on some of it. They're looking to put greenways, cycleways on some of the inter-town rail lines, which, I think works in some places, but I think in a lot of places the focus should be on making sure that there's that good connection of trains, so we're taking cars off rather than
I see greenways less as a transport solution and more as a nice tourism or sort of what's the word, recreational pursuit. So I think the focus should be mainly on the transport solutions first, and then the greenway second. So yeah, that's an issue here. So did you say that you have for people who do their shopping by bike or travel by cargo bike, did you say that there was benefits from that's Ja, really wenn du also gerade für Städte ist das interessant. Wir sagen für die letzte Meile von den Transport für die letzte Meile sind Cargo Bikes eigentlich sehr, sehr gut, ja, weil sie in die Innenstädte gehen, und wenn du sogenannte Fußgängerzonen hast, wo kein Verkehr sein darf, dann ist eigentlich das Rad eine gute Möglichkeit. Auch ich kenne wir haben einen Produzenten hier in meinem Landkreis, in einer Stadt, die machen Lastenräder, also Cargo Bikes heißt Lastenrad, dass sie machen die auch mit E-Bikes. Und man kann kleine Container hinten drauf machen oder vorne drauf, also das geht beides. Insofern, diese Cargo Bikes wurden tatsächlich subventioniert, und das läuft ganz gut, ja. Die Menschen nutzen das in den Städten vor allen Dingen. Wir wollen halt auch den Energiebedarf vom Verkehr einfach reduzieren, und da ist es natürlich gut, wenn viele Menschen Fahrrad fahren, weil es eben auch der Gesundheit dient, aber auch weniger Öl und Diesel braucht. Das ist für uns wichtig und bringt natürlich auch eine gesunde Luft. Aber ihr habt doch sicherlich eine Schiene zwischen Limerick und Dublin, oder? Oder nach Cork oder so. Oder gibt es keine Schienen, keine Züge, die dort fahren? No. There's a rail line between Dublin and Limerick and Dublin and Cork. Well, and okay. Dublin. There's a rail line between Dublin and most places, but there isn't Okay. a rail line between the other North, cities. south, yeah, So, okay. Yeah. Particularly the northwest of our country is particularly bad for transport solutions. Donegal has been historically neglected when it comes to public transport solutions. For instance, if I was to travel to Donegal by bus, it could take me 8 hours. It is not 8 hours away. It's not that far away from here, but because of how everything is set up, and that's actually something that's historically difficult with our border as well between us and Northern Ireland, is that capacity to travel through. Ja, aber nach Londonderry ist kein Zug von Dublin nach Londonderry. So you can take a bus from Dublin to Belfast, or no, a train from Dublin to Belfast, and a train from Belfast to Derry, and it's actually one of the most beautiful train journeys I've ever been on. Absolutely gorgeous. Okay, das werde ich mir merken für meine nächsten Ferien dann in Irland, in Nordirland. Okay. And you have to come and meet me as well, yeah. Okay. Gut, wir haben zum Beispiel, was die Züge betrifft, haben wir jetzt ein Programm im Land Baden-Württemberg, wo wir alte Zugstrecken reaktivieren. Also das sind alte Schienen, die noch vielleicht im Boden liegen, und die wurden jetzt untersucht, und es sind eine ganze Reihe sogenannte Reaktivierungsstrecken gefunden worden, und jetzt können die Regionen das beantragen, dass sie Geld dafür bekommen vom Land, und das Land unterstützt das sehr großzügig, die Pläne, die Untersuchungen dafür und auch den Betrieb. Also die besten Strecken, die am besten oder viele Menschen transportieren können, die werden unterstützt werden vom Land für den Betrieb auch. Und so versuchen wir eben auch alte Schienenstrecken zu nutzen, weil wir haben auch die gleiche Vergangenheit wie Irland offenbar. Wir haben
die letzten 50 Jahre auch vorwiegend wurde auf das Auto gesetzt und wurden Autos gebaut und Straßen gebaut, aber die Straßen haben uns immer wieder nur mehr Autos auf die Straßen gebracht, aber nicht weniger CO2. Und die Klimagasen müssen wir eben runterbringen, auch um den Klimaschutz voranzubringen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir mehr Leute auf das Fahrrad, mehr Leute in den ÖPNV bekommen, in den öffentlichen Nahverkehr und auch mehr Leute in Bewegung bringen, dass sie eben auch spazieren gehen und laufen gehen und nicht für 2 Kilometer sich dann immer nur ins Auto setzen. Yeah. Nicht? I think that's a really important part of it as well. Obviously, there is the climate concerns with CO2 emissions, and obviously there's the air pollution concerns, and there's the lost time concerns of people stuck in traffic. But I think we are suffering from something of an inactivity crisis, with people not walking much in their day, not using their bodies, and it does have repercussions for the health of your body and your mind. So being able to, even if it's just that last mile or first mile, as you were saying, even if it's that, it's a big difference to sitting in the car door to door. Okay, wir sind eigentlich schon über der Zeit jetzt. Die Stunde ist sehr schnell vergangen. Das spricht für das kurzweilige Gespräch. Es war sehr interessant, aber ich hatte noch einen wichtigen Punkt. Ich weiß nicht, hast du noch 10 Minuten, dass wir kurz noch über die Situation der Solidarität in der Gesellschaft? Yeah, I have 10 minutes, yeah. Ja, der Vorteil von Krisen ist ja, dass man Schwächen im System oder Schwächen in der Gesellschaft noch besser erkennen kann. Und deswegen hat die Krise ja jetzt die Corona-Krise gibt eine Chance zu schauen, wo müssen wir das politische System, auch das System des Zusammenlebens verbessern. Gibt es da in deiner Stadt Hinweise, was man mehr oder was man weniger tun sollte in Zukunft? Was hat man da aus der Krise gelernt? So I think there have been a lot of learnings on a number of different social levels from COVID. I think first of all, there's going to be a massive break in the culture of work and constantly working. And I think people have found, they have found the working from home difficult at times, but I think that ability to reconnect with family and be in the community has been a massive change. And I think it's something that we need to promote going forward and focus in on our towns and villages so that we don't have that social disconnect. And so people, I think we're growing into a space where a lot of people were becoming lonely or isolated, and we need to focus on that and make sure that that's not happening. I think as well, we've seen a lot here with how our housing setup is. We have a lot of people in shared housing with poor rental standards and spending a lot of money on that. And over the course of COVID, with people working, maybe 6 people sharing a small house, all trying to work together, it's been very difficult. So we need to address that going forward. But another one that we have now is that they're looking to bring in a universal basic income for people in the arts. Because as we've seen, obviously plays and music and all sorts of things have been completely cancelled as a result of COVID. And in order to keep that part of our culture going, we're looking to bring in UBI. And I'm very excited about that because I think universal basic income and universal basic services should be something that we're looking at in general as a social protection, and in order to make sure nobody's left behind and that we don't have that growing disparity between the top wealth and the lowest wealth, and making sure people can just live fairly. And I think that would help to prevent, anger and distrust and frustration growing in communities.
and stop isolating people. So that's something I think that we've noticed and we need to focus on. And I think COVID has shown that there's a new way of doing things, and it doesn't have to all be about the bottom line, and it doesn't all have to be about keeping the economy going as we understand the economy. There's a time to step back and think about what about society, and shouldn't the economy be working for society? So I think that's been quite a strong learning from the last year. How is it in Germany? Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, praktisch den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, um zu schauen, was nützt eigentlich dem Menschen, und es muss nicht der Gewinnmaximierung von Unternehmen dienen, sondern das muss in diesem Bereich viel mehr in den Fokus genommen werden. Ich glaube, die Solidarität unter den Menschen, die ist enorm wichtig, gerade wenn so viel Druck entsteht, wie jetzt bei so einer Krise. Ich habe früher in der Schweiz gearbeitet und habe dort die Aufgabe gehabt, in Basel die ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen. Also alle Menschen, die sich ehrenamtlich engagiert haben, die zu unterstützen. Und wir haben jetzt auch bei uns in unserem Land in Baden-Württemberg gerade die Leute sehr im Fokus. Wir haben eine Quote von fast 50% Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Also das ist also 50% rate of volunteers in the population in Baden-Württemberg. So, und das ist, denke ich, auch wichtig in Krisen, dass diese Leute dann nicht an sich selber nur denken, sondern eben auch altruistisch an alle denken, an das Gemeinwohl, so dass sie eben der Gesellschaft dienen möchten und nicht nur für sich selbst schauen. Das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, dass wir allein 20 Millionen Euro für so Projekte investiert haben im Land, für auch Quartiersarbeit nennen wir das, also dass wir Quartiere in Städte bilden oder auch in Gemeinden, in kleineren Gemeinden, sodass wir dort Unterstützung bieten, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Es gibt gerade im ländlichen Raum viele Gemeinden, die keine Einkaufsmöglichkeit haben oder keine Versorgung mit Ärzten, Apotheken und so weiter. Und da ist es einfach wichtig, Menschen zu unterstützen, die da etwas aufbauen wollen, dass man schaut, was können sie da tun, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Also wir zeichnen auch, es gibt Preise und Anerkennungspreise und Auszeichnungen für Menschen, die sich besonders engagieren. Und das ist auch meine Erfahrung, dass es häufig den Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, gar nicht um das Geld geht, das sie bekommen könnten, sondern dass es vielmehr darum geht, dass sie anerkannt werden, dass es sichtbar gemacht wird, was so viel Gutes getan wird, im Stillen, was man gar nicht so wahrnimmt. Und das ist wichtig, auch das mal auf unter ein Spotlight zu setzen, was Menschen tatsächlich Gutes machen, um auch andere zu motivieren. Also für uns ist es einfach wichtig, dass wir Menschen zusammenführen, egal welches Alter oder welche sexuelle Orientierung, ob sie reich oder arm sind, und dass sie eben die gleichen Rechte haben und gleiche Teilhabe, Gerechtigkeit, also Partizipation haben bei politischen Prozessen, aber auch bei Entscheidungen auf der kommunalen Ebene. Das ist, glaube ich, wichtig, wenn die Leute spüren, sie können ihr Lebensumfeld mitbestimmen, dann engagieren sie sich auch, und für alle gemeinsam und nicht nur für sich. Gibt es bei euch Programme
in dem Fall? So Or in der Stadt oder im County, wo ihr Leute unterstützt, die so ehrenamtlich actually, tätig sind? we here in my county, we during COVID, we have a volunteer network, and we have a number of different networks, like the public participation network, that brings people into decision-making processes and kind of works with people to enable their say. But the volunteer network over the last while have done a lot of work with making sure people can get their shopping, making sure, again, some of the same things, making sure that people aren't alone, that they have a voice to speak to. And we have in my area, it's a particularly older area. A lot of people would be over 70, and in the first lockdown, they weren't allowed to leave their houses. They had to stay on their property. So just getting phone calls meant a lot in terms of being connected and not feeling socially lost. And our volunteer network has been amazing at doing that, absolutely incredible. They're still doing all the food up to the houses, dropping library books up to the houses, everything. And I think you said that we should be putting a spotlight on these people, and I think that's absolutely right. And we're hoping to do something here in my county whenever we can to acknowledge that work, because it's incredible. And I don't think we would have gotten through this year as we did without the goodwill and good work of so many people. And I'm tremendously proud of the people in my area and how they came together. So it's been amazing. It's been a scary time, but an amazing time for that community effort. And again, refocusing on what's important to all of us. Okay. Ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort jetzt von dir, Una. Das hat es auf den Punkt gebracht. Wir müssen das fokussieren, auch was geht und was gut funktioniert. Und es hat mich jetzt sehr gefreut, dass die Zeit so schnell vorbeigegangen ist, weil es ein Zeichen ist, dass wir noch viel mehr eigentlich zu erzählen hätten. Das war jetzt das Gespräch mit dem Mayor of Dunleary Rathdown. Oder sag mir nochmal, wie heißt das auf Irisch jetzt nochmal, damit ich das richtig sage? In Ireland, wir sagen Cathaoirleach of Dunleary Rathdown County Council. So, there you go. Okay, also dann vielen Dank an Mayor of Dunleary Rathdown County Council für dieses tolle Gespräch, und wir hören und sehen uns sicherlich wieder. Vielleicht zuerst noch in Videokonferenzen, aber hoffentlich bald auch wieder persönlich in Brüssel im Ausschuss der Regionen. Und natürlich bist du herzlich willkommen hier in Baden-Württemberg. Wenn du einmal hier nach Deutschland kommst, muss dein erster Stopp hier in Baden-Württemberg sein. Herzlichen Dank und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Danke, Joshua. Danke.